Hallo, schön, dass ihr da seid. In diesem Video will ich euch allgemeine Informationen zu diesem Videokanal Dimensionale Physik geben. Einige werden jetzt überrascht sein, da gab es ja schon Videos, dazu gleich noch mal was mehr. Mir geht es hauptsächlich darum, dass ihr einschätzen könnt, ob die wichtigste Ressource, die ihr besitzt, eure Lebenszeit, es wert ist, in diese Videos reinzustecken. Ich hätte mir nicht gern, dass ihr sie aktiv reinsteckt. Dazu auch noch gleich ein Wort dazu. Es geht natürlich um dimensionale Physik, wie der Name schon sagt. Was macht die dimensionale Physik? Die dimensionale Physik ist ein Versuch, die allgemeine Relativitätstheorie, die ART, mit der Quantenfeldtheorie, QFT, zu verbinden. Das haben schon viele versucht, seit über 100 Jahren. Damals noch mit der Quantenmechanik. Erfolgreich war bis jetzt noch keiner. Warum soll es ich hier sein? War ich denn überhaupt erfolgreich? Und da muss ich sagen, ja und nein. Das werdet ihr öfters hören, ja und nein. Der Grund ist, ja, wir werden ein einheitliches Framework haben, die dimensionale Physik, die ART und die QFT gemeinsam beschreiben. Nein, wir sind nicht erfolgreich in dem Sinne, weil das Ergebnis ein Ergebnis ist, das keiner so haben will. Warum? Alle wollen ein Ergebnis, das aus der Quantenfeldtheorie herauskommt. Wenn ich 100 Physiker losschicke, zu suchen, wie man es macht, rennen 95 in diese Richtung. 5 streuen und wir sind definitiv derjenige, der in die entgegengesetzte Richtung marschiert, denn wir starten bei der ART. Das klingt sehr unwahrscheinlich, hat aber einen Grund, warum wir da starten, das werden wir dann noch erklären. Und der zweite Grund, warum diese Lösung sehr seltsam ist, ist keine neue Mathematik, keine neue Weltformel, kein neues Teilchen, kein neues Feld, keine neue Kraft, kein neuer Symmetriebruch. Sucht euch aus irgendwas. Wir kommen mit der gegebenen Physik und der gegebenen Mathematik durch. Wir müssen die gegebenen Dinge nur etwas anders betrachten. Klingt nach so einem kleinen Schritt irgendwo. Tatsächlich ist es ein ziemlicher Paradigmenwechsel, wie wir die Dinge betrachten. Aber wir haben eben nichts Neues im Angebot. Das will keiner. Und wenn ich es mir ausgesucht hätten können, hätte ich mir auch eine andere Lösung gewünscht. Aber das ist das, was rausgekommen ist. Was wir dann natürlich machen müssen, ist einmal querbeet durch die Physik, weil wir ART und QFT vereinigen. Das ist die gesamte Physik, das ist sozusagen eine Theory of Everything, eine TOE. Und das mit der gegebenen Mathematik, mit der gegebenen Physik nur durch eine Neubetrachtung, das klingt schon sehr exotisch. Daher ist die Lösung tatsächlich weit weg vom Mainstream. Das wollte ich euch nur klarstellen, bevor ihr weiter eure wichtigste Ressource hier reinsteckt in diesen Videokanal. Durch die vorhergehenden Videos, die es hier schon mal gab, die jetzt alle weg sind, gelöscht, kommen wir gleich noch dazu, gab es schon ein paar Fragen, die ich hier jetzt noch klären will. Eine Frage war zum Beispiel, wer bin ich denn? Mein Name ist Christian Kosmak, ich bin kein studierter Physiker. Ich habe mein Physikstudium im ersten Semester abgebrochen und mir damals gesagt, als junger Mensch, das machst du auf keinen Fall in deinem Leben. Heute bin ich ein etwas älterer Mensch und drehe jetzt genau Videos darüber. Wie heißt es so schön, wenn man den lieben Gott zum Lachen bringen will, mach einen Plan für dein Leben. Dann war noch die Frage, wie viel KI steckt denn hier in diesen Theorie, in diese Entwicklung drin, wie viel KI würde denn da benutzt? Das ist heutzutage wohl ein wichtiges Thema. Relativ einfach zu klären, nichts. KI hilft bei sehr speziellen, eindeutigen Problemen, bei einer sehr offenen Theorieentwicklung kommt da tatsächlich gar nichts raus. Ich habe es versucht, kann man vergessen. Das Ganze ist eine One-Man-Show von mir, die Entwicklung dieser Theorie. Ich kriege Unterstützung, da mal ein Danke an Dieter und Heidi, aber in anderer Form eben nicht direkt für die Theorieentwicklung. Da will ich euch dann später benutzen. Auch dazu gleich mehr. Wenn es darum geht, was wir hier jetzt in dem Kanal machen, fangen wir mal damit an, was wir ausschließen, was wir nicht machen. Das ist vielleicht einfacher. Hier wird es absolut nicht darum gehen, dass es
irgendwas Esoterisches geht, dass wir Bewusstseinsdiskussionen führen, über Außerirdische diskutieren oder dieses ganze Umfeld. Null, nichts, weg damit. Wir diskutieren über die gegebene Physik, die wir anders betrachten wollen. Wir diskutieren auch auf einer sehr konstruktiven Art. Ich würde das auch hier als Negativbeispiel geben. Was wäre dann zum Beispiel der Kanal von Unsingers Real Physics? Das ist ein Kanal, wo der Herr Unsinger bestimmte Meinungen zur Physik äußert, darf er, wo er bestimmte Ideen hat, was man denn in der Physik entwickeln muss, wo Lösungen sein könnte zu den gegebenen Problemen. Alles fein, aber die Art und Weise, wie dann auf der gegebenen Physik rumgehackt wird und draufgehaut wird, wirklich ohne konstruktive Kritik, einfach relativ sinnlos, fast schon unterstes Stammtischniveau. Das wollen wir hier nicht tun, explizit nicht. Wenn wir irgendwas kritisieren, dann muss da auch Substanz dahinter sein und wir müssen einen Vorschlag bringen, wie es denn anders zu gehen ist, wie es denn anders zu machen ist, was jetzt die dimensionale Physik eben bringt. Wir diskutieren hier über Logik und Mathematik. Physik und Mathematik. Ich will es tatsächlich ein bisschen getrennt halten. Der Grund ist, Nummer 1 ist, klar, wir diskutieren über Physik, wir kommen um Mathe nicht herum. Punkt. Aus. Da keine Diskussion. Allerdings werden wir hier keine Mathematik betreiben. Wir werden das so einfach wie nur möglich halten und so einfach wie nur möglich heißt, das, was wir hier machen, das ist ein bisschen Formelschubsen. Das hat eigentlich mit Mathematik nichts zu tun. Das wird so einfach sein, ihr werdet jeden Schritt nachverfolgen können, überhaupt kein Problem. Auch wenn es vielleicht der erste Blick mal wüst aussehen mag, ihr werdet alles verstehen. Was wir in der Mathematik haben wollen, ist, dass wir nicht das Wie betrachten. Also ich habe eine Formel, wie löse ich die denn jetzt? Das ist technisch, das ist Mathe, das ist gar nicht so wichtig für uns, sondern das Warum zu einer Formel. Also warum steht denn die Formel so da, wie sie da steht? Warum braucht sie genau diese Teile? Warum gibt es da eine Naturkonstante drin? Wir müssen erklären, warum eine Formel so dasteht. Und dann kann ich sie verwenden, dann ist es klar, dass ich meine Physik in ein mathematisches Modell abbilde und dieses mathematische Modell kann ich untersuchen. Dann weiß ich aber auch, in welcher Form und was ich da untersuche. Das ist ganz wichtig, insbesondere für die Quantenmechanik, Quantenfeldtheorie, dass wir hier das Warum klären, weil da wird gerechnet ohne Ende, bis die Server glühen, aber was da eigentlich dahinter steckt, richtig physikalisch, weiß heutzutage niemand. Da wollen wir reinspringen, das müssen wir klären. Was natürlich mein Wunsch ist hier in dem Kanal ist, ihr lasst ein Abo da, es wird eine ganze Serie an Videos geben. Liked bitte die Videos, wenn sie euch gefallen. Aber was mir ganz, ganz wichtig ist, Kommentare. Das ist das, was ich meinte mit der aktiven Lebenszeit. Schaut euch nicht einfach nur die Videos an, sondern schaut sie euch aktiv an. Das heißt mitdenken, im Notfall auch mal mitrechnen, wenn ihr mir auch nicht eine Formel glaubt, die ich da hinschreibe. Und ich würde euch vorschlagen, bei so YouTube-Videos, glaubt überhaupt kein Wort, glaubt keiner einzigen Formel, selber nachdenken, selber nachrechnen und in den Kommentaren dann hinschreiben, jawohl, einer Meinung, nein, nicht, warum, habe ich gut verstanden, musste ich zweimal anschauen, um zu verstehen, da war mein Knackpunkt. Alle diese Kommentare helfen mir, um Theorie und auch das Niveau der Videos weiterzuentwickeln. Daher bitte ich euch, bringt eine aktive Lebenszeit ein, schaut die Videos bewusst an, gebt euch danach noch 5 Minuten, drüber nachzudenken, Kommentar zu schreiben. Dann ist wirklich auch beiden Seiten hier geholfen. Kommen wir zur alten Serie. Da waren jetzt wahrscheinlich einige überrascht, weil dimensionale Physik hatte schon mal einen ganzen Sack voll Videos dastehen. 13 Stück, glaube ich. Und auch gar nicht so schlecht von den Aufrufzahlen für einen deutschen Kanal. Aber ich habe sie alle gelöscht. Warum? 3 Hauptgründe. Zum einen, es gab jetzt seit einem Jahr kein neues Video. Warum? Weil sich die Theorie sehr stark weiterentwickelt hat. Bei der Weiterentwicklung der Theorie ist mir dann natürlich was aufgefallen. Zum einen
gab es Fehler in den Videos, meistens eher kleine. Es gab aber auch ein, zwei Videos, wo wirklich größere Fehler drin sind. Und da gab es jetzt ein Video, das war das Video zur allgemeinen Relativitätstheorie, zum Äquivalenzprinzip, das hieß schwarze Löcher als Matroschka-Prinzip. Das ist einfach falsch. Hier ein Mea culpa von meiner Seite. Ich habe dort einen Fehler gemacht, von dem ich vorher natürlich gesagt habe, den wirst du nie tun. Ich habe das Problem so weit vereinfacht für die Erklärung und mich so reingesteigert, dass mir nicht aufgefallen ist, dass es falsch geworden ist. Vereinfachen, bis es falsch wird. Nochmal, Entschuldigung von meiner Seite. Die Fehler werden jetzt in den nächsten Videos nicht mehr passieren. Der Grund ist relativ einfach. Die Lego-Bausteine der Theorie sind so weit zusammengesetzt, dass größere Fehler gar nicht mehr passieren können. Ansonsten wird die ganze Theorie zusammenbrechen. Dann waren die Videos sehr unterschiedlich in Länge, sehr unterschiedlich in Inhalt. Und wenn wir da jetzt irgendwas korrigieren wollen, anpassen wollen, dann ist es sehr schwierig. YouTube-Videos kann man praktisch kaum noch verändern. Die Änderungsmöglichkeiten sind minimal. Und was auch noch da war, ist die Reihenfolge der Videos, nennen wir es mal, war maximal unglücklich. Höflich ausgedrückt. Die Reihenfolge muss anders gestaltet werden. Das werden wir auch jetzt tun. Da ist zum Beispiel das Negativbeispiel jetzt das Video zur Kosmologie, das ganz zum Schluss kommt. Das müssen wir viel früher machen und das müssen wir machen, bevor wir überhaupt nur ein Wort über die Quantenmechanik verlieren. Ihr werdet sehen, Quantenmechanik ist sowas wie eine besondere Art der Kosmologie in verschiedenen Dimensionen. Das wird einer der Knackpunkte sein. Und wir werden auch die Videos jetzt anders aufbauen. Sie werden kürzer werden. Ich versuche 30, 35 Minuten ungefähr zu machen. 45 Minuten wird das absolute Maximum sein. Es wird aber auch Videos geben, die mal nur 5 oder mal nur 10 Minuten sind. Einfach bestimmte Themen dort zu präsentieren. Und da hoffe ich natürlich auch auf euch Kommentare, dass wir bestimmte Themen auch nachreichen können, bestimmte Erklärungen nachreichen können mit kleinen Videos. Dann passt diese Struktur einfach wesentlich besser. Kommen wir zum Inhalt, was wir jetzt machen werden die ganze Zeit in diesen Videos. Das erste, wo wir starten, sind so ein, zwei Videos zur Motivation, zur Strategie, zur Beweisführung. Also was war eigentlich das Thema, wie sind wir eingestiegen, wie ist die Beweisführung, die wir gehen wollen, wie ist der Theorieaufbau, warum haben wir denn so gestartet und natürlich will ich einen Appetizer bringen nach dem Motto, ich bringe euch dann mal 2 Formeln, die ihr so in den Lehrbüchern in dieser Form nicht findet, die man auch mit der gegebenen Physik zwar so beschreiben kann, das ist richtig, diese Formeln, aber ganz schwer erklären können, warum das denn jetzt auch mit diesen Werten so funktioniert. Und wenn wir natürlich die dimensionale Physik durchhaben, werden diese Formeln relativ einfach zu erklären sein, warum die so dastehen, warum das überhaupt kein Problem ist, dass wir so eine seltsame Darstellung auf einmal von bekannten Dingen haben und das trotzdem alles funktioniert. Dann will ich euch die Grundidee dahinter erklären. Jetzt mal keine Angst für die, die die alten Videos angeguckt haben. Das ist natürlich alles gleich geblieben. Die Grundidee ist immer noch da. Alles ist Raumzeit. Und zwar am Anfang erstmal eine einzige. Deswegen starten wir auch bei der ART. Und wir bilden alles in der Geometrie der Raumzeit ab. Eben nicht nur die Raumzeitkrümmung, sondern auch Masse-Energie. Das Weitere, was da sich ergibt, ist auch, dass wir sagen, wir werden diese doch sehr fest eingefahrene Sichtweise, es gibt die Raumzeit als Bühne, als Hintergrund, die gibt es in ganz, ganz vielen Theorien. Und es gibt Akteure, das sind dann Massen, Strings, Wellen, sucht euch aus. Das sind aber sehr getrennte Dinge. Und wir werden das eben vereinen in eins, diesen Unterschied wird es nicht mehr geben. Und wir werden feststellen, dass das Einzige, was wir erkennen können in einer Raumzeit, und zwar wurscht egal in welcher, nur Änderungen der Definition von Länge und Zeit sind. Und diese 2 Annahmen werden dazu führen, dass wir tatsächlich, obwohl wir die gleiche Physik, die gleiche Mathematik benutzen, einen Paradigmenwechsel haben, wie wir denn mit der Physik umgehen müssen. Da ist auch das Thema, dass in den letzten Videos bestimmte Stellen doch komplizierter waren zu verstehen
als ich mir das gedacht habe, und an anderen Stellen ich lang geredet habe für einfache Dinge, die vielen Leuten klar waren. Da versuche ich auch eine Verbesserung reinzubringen. An dem Thema zum Beispiel Bewegung war mir gar nicht bewusst, dass das dann mit diesem neuen Konzept, ich habe keinen Hintergrund mehr mit Bewegung, sondern ich habe einfach nur dass dann Bewegung so schwierig zu verstehen ist. Das werden wir mal nachholen. Dann kommt ein sehr großes Thema, ein langes Thema, da wird es einige Videos dann drüber geben. Wenn wir Raumzeit so definieren, dann wird sich ableiten, dass Raumzeit Grenzen hat. Hat nichts mit Länge, Größe, Volumen zu tun, sondern mit Struktur. Es wird eine höherdimensionale Grenze geben in der Raumzeit. Das sind schwarze Löcher. Es wird eine niederdimensionale Grenze geben. Das wird die Lichtgeschwindigkeit sein. Sehr unterschiedliche Objekte, es sind auch zwei unterschiedliche Grenzen. Aber diese Grenzen werden der Dreh- und Angelpunkt werden in dieser ganzen Thematik. Die Grenzen werden dann dazu führen, dass wir das Höherdimensionale gar nicht größer betrachten, weil diese Grenzen sehr stur sind, was die Informationsweitergabe angeht. Die niederdimensionale Grenze ist auch sehr strikt, wenig Informationsübergabe, aber es ist zumindest noch genügend da. Und wir werden erkennen, dass über diese niederdimensionale Grenze wir die gesamte Quantenmechanik später aufbauen. Das heißt, die Quantenmechanik wird aus einer anderen Dimension bestückt werden. Die Idee gibt es schon öfters, aber eben nicht aus dem niederdimensionalen. Die meisten gehen höherdimensional. Dann muss ich mal kurz auf meinen Zettel schauen. Ja, genau. Wir werden dann sehen, dass diese Grenzen nicht nur einfach gegeben sind, sondern sie haben auch einen Sinn. Diese Grenzen werden dann zum Beispiel unsere Naturkonstanten auch definieren. C, Lichtgeschwindigkeit, G, Gravitationskonstante, H, Planck'sches Wirkungsquantum, die drei großen Naturkonstanten, die überall immer auftauchen. Die werden einen Grund kriegen, warum sie da sind. Also das machen wir nicht nur bei den Formeln, auch eine Naturkonstante muss einen Grund haben, warum sie existiert. Nicht einfach nur die Formel, ich muss es eintragen, damit es funktioniert und kann es dann nicht erklären. Das ist heutzutage dann eine Naturkonstante, sondern wir brauchen einen Grund, warum sie existiert, warum sie so existiert, warum sie sich genauso aufbaut mit den Werten, wie wir sie dann später diskutieren werden. Das wird auch sehr stark an diesen Grenzen hängen. Diese Grenzen werden überhaupt ein ziemliches Füllhorn an Themen werden. Warum gibt es kein Unendlich? Warum gibt es kein Null in einer Raumzeit? Zeit an sich selbst werden wir durch diese Grenzen wesentlich besser definieren können, als wir das heute können. Das Mysterium der Zeit selbst werden wir wohl nicht ganz lüften, aber für die Theorie und für die Physik und für das mathematische Verständnis werden wir der Zeit einen Grund geben, warum sie existiert, wie sie existiert und was das alles so Sinn macht. Am Ende dieses Thema der Grenzen schauen wir uns den Mainstream an, alle anderen Theorien, die gern die Vereinigung erklären wollen. Das wird man natürlich nicht im Unsinger-Style machen, nach dem Motto, das ist alles Unsinn und nur draufhauen, sondern wir werden sie uns angucken. Warum? Weil dort gerade sehr viele Experimente gebaut werden, zum Teil relativ große, teure, langjährige Experimente, um zu erklären, nachzugucken, wie weit denn wir in der Quantisierung schon sind. Können wir Quantisierung in irgendeiner Form erkennen, egal wie jetzt die neuen Theorien da aussehen. Und wir werden behaupten, alle diese Experimente müssen schiefgehen. Das Ergebnis muss immer negativ sein. Ein positives Ergebnis wäre eine Falsifizierung für die dimensionale Physik. Und genau sowas braucht man natürlich. Wenn wir einen Riesensack an Experimenten kriegen, wo ein Haufen Geld und Zeit reingesteckt werden, wo andere versuchen, diese Theorien zu bestätigen und für uns das aber das Gegenteil bedeutet, dann müssen wir das natürlich ausnutzen. Also es geht hier nicht um auf die anderen draufzuhauen, sondern es geht darum, das, was die als Erkenntnis haben, bei uns für Falsifizierung benutzen zu können. Wenn wir dieses Thema mit alles ist Raumzeit und die Grenzen durchhaben, dann haben wir eigentlich den ersten Rahmenwerk gesetzt. Dann sind wir da mal einen Schritt durch und verstehen schon ein ganzes Stück die dimensionale Physik. Und jetzt müssen wir natürlich die gegebene Physik, weil die ist bestätigt bis zum Umfallen, die muss ja wieder rauskommen. Diese Physik müssen wir jetzt dann erklären, wie wir sie denn mit der dimensionalen Physik sehen.
Und da steigen wir ein bei der speziellen Relativitätstheorie. Wir werden feststellen, überhaupt keine Chance, die dimensionale Physik ergibt zwanghaft ein Relativitätsprinzip. Also diese ganzen Videos, da gibt es tatsächlich relativ viele, die sagen, diese Sichtweise mit Relativität, das ist alles falsch, das muss man alles anders machen. Einstein hat da daneben gelangt. Nein, hat er nicht. Er hat vollkommen recht gehabt. Auch Minkowski, der danach die Mathematik gebracht hat, hat mit seinem Modell vollkommen recht gehabt. Was allerdings passiert ist, das werden wir sehen, deswegen werden wir es historisch sehr genau nachvollziehen, ist, dass die beiden, Einstein und Minkowski, andere Sichtweisen auf das Problem gehabt haben und dadurch das Verständnis, warum die Mathematik so ist, warum das so gerechnet wird, häufig sehr schwierig ist für jemanden. Wir werden auch sehen, dass da die Idee von der Physik her, was kann ich denn berechnen und was kann ich denn verstehen von dem, was ich berechnet habe, sehr weit auseinanderklafft bei der speziellen Relativitätstheorie. Ich gehe davon aus, jeder, der 2 Semester studiert hat Physik, kann in der SAT alles durchrechnen. Punkt. Die ist von der Mathematik nicht so schwierig, da kann jeder alles durchrechnen und jeder wird sagen, ich habe es damit verstanden, weil ich es berechnen kann. Diesen Satz, ich habe es verstanden, würde ich so nicht mehr unterschreiben. Da werden wir eben einiges reinvestieren müssen, um wirklich dann reinzugehen, zu sagen, wir haben es verstanden, warum das so aussieht, wie es aussieht und warum die Rechnungen so sind und werden dann feststellen, dass diese ganzen Paradoxen, insbesondere das Zwillingsparadoxon, was wir uns angucken, überhaupt keins ist. Das Ergebnis, das da rauskommt, ist das zu erwartende Ergebnis. Und wegen der Symmetrie in der Mathematik, da hat man was übersehen, das werden wir dann erklären. Das passt alles, 100%, da ist überhaupt nichts schräg dran. Und jeder, der euch versucht zu erklären, dass das Zwillingsparadoxon ein Symmetriebruch wegen Beschleunigung ist, hat meiner Meinung nach die spezielle Relativitätstheorie eben nicht verstanden. Aber wenn wir das durchhaben, dann sind wir da sicher. Dann gehen wir in die allgemeine Relativitätstheorie weiter. In der allgemeinen Relativitätstheorie werden wir uns hauptsächlich über das Äquivalenzprinzip unterhalten. Die Lichtgeschwindigkeit, Konstant, maximal, das werden wir dann schon in der SAT alles abgefrühstückt haben, aber in die ART gehen wir dann rein mit dem Äquivalenzprinzip. Da nochmal eine Entschuldigung für das alte Video. Wir werden hier klären, woher diese Beschleunigung kommt. Das ist aber gar nicht so einfach und trivial. Wir müssen dazu das Umfeld ein bisschen erklären. Also was ist denn jetzt eigentlich Kraft? Was ist Beschleunigung? Was ist ein Potentialfeld? Diese älteren Bezeichnungen aus der alten Physik, die müssen wir da mit einbauen, damit man dann versteht, warum wir die Dinge etwas anders sehen und warum denn diese Beschleunigung da so rauskommt. Dann werden wir bestimmte Einzelthemen noch in der ART angucken. Zum Beispiel, warum gibt es denn eine abstoßende Gravitation? In der Berechnung kommt es raus, wenn ich sehr starke Gravitation habe, zum Beispiel im Zentrum eines schwarzen Loches, kriege ich auf einmal auch abstoßende Gravitation auf einem. Wo soll die denn herkommen? Und wir argumentieren eben nicht in dem Richtung, dass wir sagen, ja, die Feldgleichungen von Einstein sagen, dass das so rauskommt, mathematische Lösung. Nein, wir brauchen einen Grund und wissen, warum es dann in dieser Lösung so eingebaut ist. Die Feldgleichung selber müssen wir uns natürlich angucken. Warum sehen die denn so aus, wie sie aussehen? Warum hat man die denn genauso aufgebaut? Und werden dann dieses ganze Ding mit Gravitation, Raumzeitkrümmung, ART, Beschleunigung relativ einfach verstehen. Das ist gar nicht so kompliziert, werdet ihr dann schon sehen. Wenn wir die ART durch haben, gehen wir in die Kosmologie, diesmal sehr früh. Und die Kosmologie ist sozusagen so ein bisschen der Höhepunkt für die ART. Wir werden dann feststellen, dass wir ein rekursives Universum haben. Wir werden sehen, es gibt eindimensional, 2, 3. Unser Universum zähle ich als dreidimensional. Ich zähle die Zeit nie mit. Also zählt für die gesamte Videoserie. Und es gibt eben auch 4-dimensional, vielleicht auch 5, wissen wir nicht. Aber wir wissen zumindest mal, dass wir einmal eingebettet sind. Und dieses rekursive Universum hat einen ganz bestimmten Aufbau aufgrund auch der allgemeinen Relativitätstheorie, dass in bestimmten Anzahl Raumdimensionen nur bestimmte Möglichkeiten gegeben sind. Und unser Universum mit seinen 3 Raumdimensionen ist eben eine Besonderheit.
Und in 2 Raumdimensionen, niederdimensional, ist relativ wenig möglich. Ganz wenig ist da möglich. Und dieses ganz wenige ist da möglich, brauchen wir dann aber auch explizit, um später die Quantenmechanik dort so aufzubauen, wie sie ja auch ist. Und wir werden sehen, dass die Quantenmechanik sozusagen eine Variation aus der Kosmologie ist. Deswegen werden wir in der Kosmologie auch ganz viel Zeit reinstecken und das eben machen, bevor wir über die Quantenmechanik reden. Wir werden beschreiben können zu 100%, was der Urknall ist. Allerdings ohne den eigentlichen Grund zu kennen, woher das kommt. Das wird im Höherdimensionalen liegen, ist für uns nicht erreichbar. Wir werden eine Inflation haben, die wird aber komplett anders aussehen als heute die Inflation. Kein Feld, kein Symmetriebruch, das ergibt sich einfach nur aufgrund dessen, dass Raumzeit existiert. Und diese Inflation wird auch Auswirkungen haben, zum Beispiel, dass sich dunkle Materie erzeugt. Zwanghaft. Da kommen wir auch nicht dran vorbei. Dunkle Materie wird bei uns kein zusätzliches Teilchen sein, das sind schwarze Löcher, die Idee ist schon alt. Allerdings ist bei uns das schwarze Loch extrem klein, auf Planck-Größe. Wie die sich das erzeugt, werden wir dann eben klären durch die Inflation und warum das durch Hawking-Strahlung nicht sofort zerstrahlt, solche kleinen Löcher, werden wir dann auch klären. Da hat man eine Kleinigkeit übersehen bei der Hawking-Strahlung. Eins nach dem anderen. Dann gibt es noch das Thema dunkle Energie. Da wird man relativ schnell einen Haken dran machen, die gibt es nicht. Dunkle Energie brauchen wir überhaupt nicht. Das wird auch wieder die Raumzeit selbst sein, weil sie ja selbst auch Energie ist. Und diesen Vorzeichenwechsel, den man da braucht in der Kosmologie, wo man sagt, ja, das kriege ich dadurch hin, dass ich eine negative Energie habe. Nein, haben wir nicht. Es gibt nur positive Energie. Dieses Negative kommt daher, dass die Expansion der Raumzeit tatsächlich ein Abbremsen der Raumzeit ist. Und dadurch kriege ich diesen Vorzeichenwechsel, das klären wir dann aber. Und es expandiert tatsächlich die Raumzeit. Laut dem Lehrbuch ist es eigentlich Raum, nicht Raumzeit. Es ist die Raumzeit. Wir werden dann auch klären, warum man laut Lehrbuch korrekterweise nur ihren Raum betrachtet und die Zeit eigentlich weglassen kann. Hat viel mit der Annahme zu tun, die man da reinsteckt in die Rechnung, hat so ein bisschen was mit selbsterfüllender Prophezeiung zu tun, aber es ist korrekt, dass die Kosmologen tatsächlich nur mit Raum rechnen, obwohl sich Raumzeit entwickelt. Da klingt ganz viel ähnlich. Wir haben Inflation, wir haben dunkle Materie, wir werden sowas wie eine dunkle Energie haben durch die Raumzeit selbst, aber die Begründung dahinter ist immer eine komplett andere, als es derzeit in der Standardkosmologie ist. Durch eben unsere Ansätze, daher einen sehr starken Paradigmenshift hier. Wenn wir die Kosmologie durch haben, dann können wir über Quantenfeldtheorie reden. Wir werden hauptsächlich über Quantenmechanik reden. Warum? Quantenfeldtheorie ist eigentlich die wesentlich bessere Theorie, das passt besser zur dimensionalen Physik. Die Quantenmechanik ist aber wesentlich einfacher. Ich habe euch versprochen, wir halten das so einfach wie nur möglich, deswegen benutzen wir die Quantenmechanik meistens. Da, wo es einen großen Unterschied ist, der für uns wichtig ist, wird es explizit nochmal ausgearbeitet und betont, aber wir benutzen hauptsächlich Quantenmechanik, ist einfacher. Um dort einzusteigen, habe ich ganz subjektiv 5 Themen rausgesucht, um einfach mal zu klären, wie die Quantenmechanik tickt. Manche behaupten, da brauchen wir nur 1, da kann man alles ableiten. Weiß der Geier, ist egal. Ich habe jetzt einfach diese 5 rausgesucht. Das sind einmal Superposition, Wahrscheinlichkeit, Verschränkung. Diese 3, die kommen als Pack. Warum die 3 in einem Pack? Weil die 3 alle aus dem gleichen Grund existieren. Das hat was mit dieser niederdimensionalen Grenze zu tun, mit den vielen niederdimensionalen Raumzeiten, die wir dann kriegen. Dadurch können wir das alles dann sauber beschreiben. Das ist aber jeweils immer der gleiche Grund. Deswegen ist es so für mich so ein Dreierpack, das zusammengehört. Dann werden wir die Quantisierung beschreiben. Das haben wir schon einmal getan vorher in den Grenzen der Raumzeit. Da wird uns ja das Planck'sche Wirkungsquantum anspringen bei den Naturkonstanten. Da werden wir uns gar nicht wehren können, auch wenn wir über Quantenmechanik da noch gar nicht sprechen wollen. Es reicht aber nicht, Quantenmechanik, die Quantisierung muss nochmal aufgerollt werden, noch einmal sauber. Da gibt es zum Beispiel auch
Dinge wie, warum ist denn nicht alles quantisiert? Das macht die Quantenmechanik auch relativ kompliziert. Warum es auch kontinuierliche Bereiche gibt und nicht nur quantisierte Bereiche. Warum wir denn alles über Austauschteilchen machen müssen. Das werden wir dann in dieser Quantisierung dort besprechen. Und als letztes Punkt kommt die Heisenbergsche Unschärferelation. Schlechter Name, Unbestimmtheit wäre besser. Das hat nämlich nichts mit schlechten Hingucken zu tun, sondern das ist von vornherein unbestimmt. Und das ist ein separates Thema nochmal. Warum? Weil die eigentlich mit Quantenmechanik nichts zu tun hat. Natürlich, wenn man dann berechnet, kommt immer noch meistens so ein Haar rein. Auf den untersten Ebenen sieht man das dann eben, deswegen spielt da das Planck'sche Wirkungsquantum immer mit. Aber tatsächlich der Grund für diese Unbestimmtheit steckt ganz, ganz am Anfang in unserer Annahme. Alles ist Raumzeit, alles ist eine Veränderung der Definition. Allein dadurch erhalten wir eine Unbestimmtheit. Haben wir diese Themen durch, werdet ihr was feststellen, die sind erschreckend einfach. Es gibt so Sprüche wie, wer die Quantenmechanik meint zu verstehen, hat sie nicht verstanden, und da gibt es einen ganzen Sack voll solche Dinge. Ist in der gegebenen Betrachtungsweise der Quantenmechanik eigentlich richtig, dieser Ausspruch? Wir werden sehen, in der dimensionalen Physik, durch die Vorarbeit, die wir haben, insbesondere mit der Kosmologie, werden diese Themen total einfach beschrieben. Fast erschreckend einfach. Also ich war sehr überrascht, wie einfach man diese Dinge dann aufbauen kann. Da werdet ihr wahrscheinlich auch überrascht sein. Wartet mal ab, bis wir dann dort sind. Dann werden wir uns über die Mathematik unterhalten müssen in der Quantenmechanik. Man braucht da ja einen speziellen Aufbau, der sehr kompliziert ist. Der ist tatsächlich kompliziert, der hat nicht nur den Ruf, so zu sein. Wir werden das natürlich nicht durchrechnen, das ist alles viel zu kompliziert. Aber wir müssen uns wieder mal den Aufbau anschauen, und dann werden wir bestimmte Themen angucken, wie zum Beispiel, warum muss ich denn unbedingt da drin mit komplexen Zahlen rechnen? Also dieses I, was in der Schrödinger-Gleichung immer auftaucht. Warum denn? Also viele rechnen gern damit, weil es dann Rechnungen einfacher werden. Aber hier sind wir gezwungen, damit zu rechnen, und im Ergebnis kommt es aber nie vor. Also warum benutzen wir es denn dann? Ihr werdet sehen, da werden wieder die Raumzeitgrenzen mitspielen, warum man den I benutzen muss. Genau das klären wir dann. Wenn wir das durchhaben, haben wir genügend Informationen, um wirklich alles durchzuchecken. Und das werden wir dann einfach am Doppelspaltexperiment machen. Wir werden uns das Doppelspaltexperiment angucken, mit den vielen Varianten, die es da so gibt, und dann erklären, warum denn diese zum Teil doch sehr seltsamen Ergebnisse da rauskommen. Und wir sehen, das ist total einfach zu erklären, warum diese seltsamen Ergebnisse rauskommen. Die brauchen wir genau so, wie sie da rauskommen. Da gibt es keine Mystik mehr dahinter, dafür vielleicht auch dann schon mal eine Entschuldigung. Aber Quantenmechanik wird einfach zu erklären sein. Wenn wir das Ganze verprobt haben, gehen wir in das Standardmodell der Teilchenphysik, schauen uns das an, erstmal die Fermionen, und werden dort feststellen, warum gibt es denn nur 3 Familien, warum haben die alle unterschiedliche Massen. Das können wir dann alles erklären. Mit einer Besonderheit bei den Neutrinos, warum oszillieren die denn, weil die eben von der Dimensionalität eine Besonderheit sind. Das werden wir dann alles genauer angucken. Wenn wir die Fermionen haben, dann gucken wir die Bosonen an und damit die Wechselwirkungen, und werden dort feststellen, dass das auch relativ einfach ist, hängt natürlich wieder von der Geometrie der Raumzeit ab. Und mit einer Besonderheit beim Higgs-Boson. Viele alternativen Theorien haben Probleme mit dem Higgs-Boson, wir nicht, wir brauchen es ganz zwingend. Und werden auch sagen, das Higgs-Feld ist genau richtig angesetzt. Das Higgs-Feld ist das Feld, was die Masse verleiht. Das Higgs-Feld wird aber unsere Raumzeit sein. Unsere einzelne Raumzeit wird ja nicht ausreichen, da werden noch mehrere davon kommen. Und das Higgs-Boson ist praktisch ein Austauschteilchen der Zwischenraumzeiten, so wie auch die anderen Bosonen ein Austauschteilchen zwischen Raumzeiten sind. Und deswegen auch die Vereinigung QFT mit ART, weil die ART nur die Dimensionsveränderungen innerhalb einer Raumzeit beschreibt, eine mathematische Vereinigung so nicht möglich sind. Die sind einfach zu unterschiedlich in dem, was sie schon im Ansatz beschreiben müssen. Wir werden dann durch mit dem Stoff. Ich hoffe, ihr gebt Kommentare ab, konstruktive Kommentare, sodass ich dann auch Einzelthemen nachschieben kann, nochmal erklären kann, wo es Sachen gibt. Und wenn es auch so ein Thema ist wie
Sehr speziell, wenn vielleicht Physikprofis nachfragen, mach doch da mal jetzt mal den mathematischen Tiefenbohrung, dann ist es vielleicht ein Video, das sich nicht alle angucken müssen, aber sowas wird dann eben dann auch gemacht auf Wunsch. Gut, und für alle, die das schon gesehen haben, die kennen den Spruch, und für die Neuen, wenn ihr die Videos anschaut, werdet ihr das dann später verstehen. Ich wünsche euch allen einen unverbindlichen Tschüss, denn über die dimensionale Physik bleiben wir alle für immer verbunden.